taste of paradise and east of Eden. The morning dew kept leaving. Freunde, wir sind gerade in Kopangan angekommen und sind direkt zu unserem Café gegangen, wo wir bereits vor 2 Jahren waren. WhatsApp-Café. WhatsApp? WhatsApp. Nee, WhatsApp. WhatsApp-Café. Hier hat alles geschmeckt. Unser Cappuccino mit Hafermilch, unsere Frühstück-Mahlzeiten, die wir immer gegessen haben. Und die Aussicht halt, ne? Die ist auch crazy. Ja. Kann man auf jeden Fall sehr empfehlen, ne? Also Kaffee ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob unsere Geschmacksrichtungen sich verändert haben oder ob der Cappuccino einfach hier im Laden ein bisschen schlechter geworden ist. Jedenfalls schmeckt er nicht mehr so wie früher, sondern eher wässriger und stärker. Mhm. Oder? Also nicht so creamy. Nee. Mhm. Sehr, sehr stark und sehr, sehr westlich. Ja. Nicht mehr. Letztes Jahr war das so, aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Ja, vielleicht probieren wir noch einen. Vielleicht Nee, auch, weil die, das war's jetzt. Läuft schon? Ah. Wir sind gerade zu unserer Unterkunft angekommen und die zeige ich euch jetzt mal. Schaut euch mal an, wie krass groß die Unterkunft ist. Made of tears. Wir haben hier 2 Etagen, einmal nach oben, da gehen wir gleich hin. Hier, Freunde, werde ich mich auf jeden Fall jetzt jeden Tag drauflegen. So, hier einfach alles offen. Du kannst ein bisschen kochen. Da ein Kühlschrank ist hier. Besteck, Teller auch, alles da. Besteck, Teller, alles ist hier. Also alles, was du brauchst, ist tatsächlich hier. Hier Badezimmer in dem Bereich. Dann gehen wir mal kurz. Hab ich schon erwähnt hier zum Chillen? Glaub schon, oder? Ich zeige euch mal den obere Etage. Scattering the summer sky. After all, a cage of clay, but can the potter die? Hier, Freunde, ist unser Schlafzimmer mit einem Chill-Area hier vorne. Klima natürlich auch. Moskitonetz darf auf jeden Fall nicht fehlen. Du kannst hier alle Fenster öffnen. Diese komplette Anlage, alles selber entworfen. Also die Frau von unserem Gastgeber hat das alles selber entworfen. Und die haben es selber alles gebaut, designt und eingerichtet. Und ich finde den Einrichtungsstil so ultra nice. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Unterkunft findet. Was hier besonders gut ist oder was besonders schlecht ist. Die haben übrigens hier 3 Unterkünfte. Alle sehen verschieden aus, keiner ist gleich. Und man merkt hier, dass es auf jeden Fall mit Liebe gemacht wurde. And colors made of tears. Beware therefore, step forth the hookah smoking caterpillar, for it may deem your pleading petty. In Thailand gibt es auf jeden Fall überall so Buden, wo gekocht wird. Da holen wir uns immer gegrilltes oder frittiertes Chicken. Die sind tatsächlich mit Honig. So, Freunde, hinter der Kamera befindet sich der Barangay Beach. Die ganzen Unterkünfte, die Hotels, Airbnbs, was auch immer. Und wenn ihr ein bisschen nach links geht, so circa 100, 200 Meter, kommt ihr hier zum Felsen. Ist doch scheißegal, die Aussicht ist unglaublich. Oder? Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen bewölkt. Smoke rolls over the broken floor. Lightning sways the open door. Habt ihr ein bisschen gechillt im Wasser? Habt ihr ein bisschen gechillt im Wasser? Static in the whispering fur. Mausi. Ja, okay. Auf Koh Samui gibt es doch diese Insel, wo man mit Schweinen baden kann. Ich finde das hier irgendwie besser. Weil die sind an unseren Sachen. Hast du noch Hähnchen übrig gelassen? Nein, nein.
Nein. Ja, okay, dann lass. Natürlich gibt es wie immer unsere 2 Cappuccinos. Das ist kein Cappuccino, den ich jetzt morgens trinken wollen würde. Morgens will ich so richtig wachgeklatscht werden. Da brauche ich irgendwie was Starkes, was einem richtig ins Leben schießt. Und der hier ist wirklich so nachmittags nach dem Beach. Du willst irgendwie was Leichtes, Unaufdringliches. Dann ist dieser perfekt. Würdest du das so unterschreiben? Ja. Okay. Einfach super smooth. Das wäre zum Beispiel, du hast jetzt einen Kaffee auch beispielsweise getrunken und danach könntest du so einen trinken. Ja, Nicht so einen doppelharten. ja, genau. Genau. Der ist so richtig gemütlich. Ich zeige einmal kurz die Karte. Wir haben hier eine ganze Seite mit Bowls. 3 verschiedene Acai-Varianten und super viele andere Smoothie Bowls. Du kannst veganes Proteinpulver hinzufügen, was auch nochmal ein Pluspunkt für uns ist. Pancakes, auch sehr wichtig. Sauerteigbrot, Salate, Herzhaftes und Mittagessen. Wir haben ja in Phuket schon gesagt, boah, an jeder Ecke ist ein Café eigentlich, ne? Aber ich finde, hier auf Koh Phangan ist das nochmal auf die Spitze getrieben, ne? Weil hier hast du Café neben Café. Und die sind alle so auf diesem Qualitätslevel. Ich liebe es, mit dir Gespräche zu führen. Manchmal rede ich zu wenig, manchmal rede ich zu viel. Ich habe noch nie gesagt, dass du zu viel redest. Doch, ich Wann? höre irgendwie nie auf, sagst du, wenn ich mit Ach Kamera so, rede. ja, okay, wenn Kamera auf habt ihr dich gesehen? gerichtet ist, dann bist du so. Ja, und das war das Café Pura Vida, wo wir sehr gerne hingekommen sind und der Cappuccino sehr gut geschmeckt hat und das Essen auch. Und ja, Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch in dieses Café Pura Vida kommen, wo der Kaffee sehr gut geschmeckt hat. Und das Essen auch. Man konnte auch Protein ins Essen reinmischen und das Café war sehr schön und ja, Proteinpulver gab es auch. Und ja, Freunde, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja ein Like da lassen und ein Kommentar. Und sagt uns mal Bescheid, ob ihr auch hier hinkommen möchtet oder hier schon wart. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, ob ihr hier schon mal wart, in dem Pura Vida Café, wo der Cappuccino sehr, sehr lecker ist. Geil. Silver sister, shake the stair, shake smoke and honey from your hair, midnight rolling through your bones like a choir made of moans. Blue-eyed thunder, velvet flame, no one here recalls thy name, only rivers made of vine and a moonlight shivered down my spine. Kurzer Zwischenstopp, 2 Tops. Wir brauchen noch Pepsi. Also wir sind jetzt auf jeden Fall in einem Location, das was man nicht so einfach findet wahrscheinlich, in unserer Unterkunft. Direkt nebenan hat er tatsächlich auch noch ein Restaurant, unser Gastgeber von Airbnb. Wir wissen jetzt nicht, was auf uns zukommt, also sind wir mal gespannt. Wir wissen eigentlich nur, dass es Fisch gibt, mehr auch nicht. Genau gesagt, only Seafood. Ja, hier aber halt. gibt es halt Salat dazu, gibt es da Reis dazu. Werden wir sehen. Genau, werden wir sehen, also wir sind gespannt. Auf jeden Fall haben die auch crazy Drinks. Mary is this palm sugar white rum that we mix together with the plum.
and it just sounds good together, plum rum. Okay. And Sangvian is the distilled spirit from sugarcane. Sugarcane is like a what made sugar. Yeah, okay. You press it, right? Yeah, you press okay. it, and then they distill it into alcohol, and then we mix with the kumquat. And we got Thai craft beer. We had IPA. We had this pale ale with the lychee finish. This one is the fresh clam from this area. When it doesn't have to travel too far, it's juicy. And we put it on fire, the shells pop open, we add olive oil, dill, and try the natural taste first and then add some lemon later. Also, der ist auf jeden Fall derjenige, dem das gehört, mit seiner Frau zusammen. Die sehen wir vielleicht gleich. Die ist am Kochen. Die ist am Kochen? Ja. Hast du schon die gefilmt? Ja, ja. Okay, also habt ihr bereits die Frau auch schon gesehen? Schatz, ich habe gerade gesehen, die haben eine Michelin-Empfehlung. Also wie viele Gänge gibt's denn aber jetzt? Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Weil der meint jetzt First One, hat er bekommen. Dann würde ich sagen, let's try. Hast du schon mal Muscheln gegessen eigentlich? Türkei. Ja, nicht Midye, das ist was anderes. Einfach so, damit Graben raus. Auch nur mit der anderen Muschel, nein, brech die Muschel ab. okay. Und Achso, dann ja, dann hab ich das schaukelt schon das so gegessen. raus. Ja, natürlich. Nein, Schatz, das sind Miesmuscheln, die du gegessen hast. Das sind ganz andere Muscheln. Gott. Schon gut. Ja? So, Muscheln wurden jetzt komplett vernichtet. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich in einem Restaurant oder generell irgendwo bin, wo ich nicht weiß, was es zu essen gibt. Also was wir wissen ist, dass es qualitativ sehr, sehr hochwertig sein wird. Dass es aus dem Meer kommen wird. Und wichtig ist immer, dass ihr, wenn ihr Fisch essen geht, besonders gut darauf achtet, dass ihr vernünftige Restaurants nimmt. Okay, 6, 7 Gänge habe ich gerade gehört. Krass. Also ihr müsst mindestens einen Tag oder 2 Tage? Einen Tag vorher reservieren Einen Tag reicht. vorher reservieren, weil sonst kriegt ihr keine Plätze, weil die Plätze sind begrenzt. Und es ist komplett ausgebucht, jeden Tag. Und dementsprechend, wie viele Leute halt eben reserviert haben, bereitet er auch seinen Fisch vor, ne? Oder Ja, das stimmt, genau. kauft er halt auch eben ein. Also Ja. es ist wirklich super, super, super fresh hier alles. Ah, This is our chef salad, sea shrimp with seasonal fruit. Today we got mango, pineapple, and passion fruit. The shrimp we see until the head is crispy. We Thai love to eat the whole thing. Ah, okay. The head is the best part. You chew and swallow. really? Oh, really? In Germany we don't eat it. Oh, here we eat everything. Geil. And all the flower edible from our garden. And there's a little bit of mint, coriander, and fresh green chili here and there. So be Yeah. careful. Traust du dich, den Kopf mitzuessen? Scheiße, hat er mich schwer, ja? Leute, ihr habt's gehört, in Thailand essen die everything, Moruk, Ja, vor everything. allen Dingen hier. Es Everything. wundert mich, dass der Lucy einen grünen Michelin hat. No alcohol. Okay, that's for me. That's for me. Ah, okay. No alcohol for me. Okay. Hopp. Schmeckt sehr erfrischend. In der Soße passiert so viel, dass man das gar nicht beschreiben kann. Weil da passiert irgendwas so. Wirklich so Geschmacksexplosion. Sehr, sehr schwierig zu. Also sehr, sehr geil. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Also wir machen es auf jeden Fall nicht so, wie der gesagt hat. Wir essen nicht den Kopf mit. Ist so fraglich, oder? And it helps keeping the moisture not getting Aber genießen ganz kurz. And this is Thai garlic, chili, lime. Ich kann das gar nicht beschreiben, so lecker das war. Also ich weiß nicht. Krass, ne? Ja. Die Garne ist sehr krass. Da sind noch 2 Stück, einer für dich, einer für mich. Komm, du isst jetzt Kopf mit den Augen. Nein. So Leute, nächster Gang.
Alright. This one is our local catch, the fish from the island. The reason we are seafood restaurant because there's fishermen with their small boat around the island. Normally people don't notice because they come here and then focus on going to the party. And I'm just like, they don't see it. So here we kind of want to slow down and tell some story of how this fish come. So it's very fresh. Everything is meant to be consumed on the island. Yeah. So no transportation, Wow. no preservative, no chemical. So we wrap it in banana leaves, serve on the grill, on fire. This help keeping the moisture. And serve together with mustard green that we stir fry in soy sauce and garlic. And this is Thai style seafood sauce with coriander root, garlic, chili, lime, and everything mixed in a rock mortar. And we use small batch like fish sauce from Sukhothai, north part of Thailand. Do you have a name of this fish? This one is called Pla Khang Pan. Boah, okay. Yeah. Also wahrscheinlich essen die auch den Kopf hier, ne? Boah, Chala wird hier alles essen, ja. Ja, guck mal seine Zähne an. Wenn er einmal beißt, ist es weg. Was ist das für ein Zahn? Was sagst du? Ich kann nichts bemängeln, schmeckt auch wieder geil. Ja, ich bin halt kein Food-Experte oder so, schmeckt irgendwann mal geil. Also wie gesagt, diese Zähne haben mich so fasziniert. Was ist das hier unten? Keiner weiß. Der hängt einfach, guck mal. Oh, hallo. Hi. Schmeckt unnormal geil. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Fisch ist, aber schmeckt super. This is our signature. It's the black ink squid. The squid from Koh Phangan is known for its freshness. And when it's very fresh, we can keep the ink and it gives this natural umami taste. It's like natural MSG. We serve together with the rice from my wife family farm. It's born purple like this. So you mix together. It's like Okay. very interesting. Ist das, was ich gerade denke? Tintenfisch. Okay, das ist mein first. Yeah. Squid. Die haben auch zum Kochen die Tinte benutzt. Habe ich gesehen, ja, habe ich gehört, ja. Und wenn der ganz, ganz frisch ist, gibt dann nochmal einen speziellen Umami-Flavor nochmal rein. Freunde, ihr dürft auf jeden Fall nicht ohne zu wissen irgendwo essen gehen, denn sonst passiert jetzt sowas und das kann man nicht einfach stehen lassen, dann stehst du halt da wie ein Vollidiot. Deswegen bin ich jetzt am Arsch, ich muss jetzt noch nicht Tintenfische Tintenfisch essen. mit Tinte essen am Terrorist. Einfach muss mit Tintenfisch. Oh, das ist Sternenniveau gerade, ne? Was für Sternenniveau. Alex und Tim würden sich hier so reinsetzen, ne? Guck mal, hast du Die diesen lieben deutschen das. Tisch schon mal gezeigt, den deutschen Tisch hier? Achso, wir haben hier übrigens eine Bierzeltgarnitur, an der wir sitzen. Janine war total stolz darauf, dass sie Aus Deutschland. deutsches Kulturgut hier vertreten ist. Okay, komm, let's Ja, try. probier jetzt erstmal. Schmeckt unnormal. Nee, Kannst du gar nicht erzählen. schmeckt Ich unnormal. würde sogar den Kopf essen, weil der so geil schmeckt. Guck. Der schmeckt auf jeden Fall krass. Also wenn die Frau erst morgens oder generell irgendwann im Laufe des Tages Bescheid bekommt, was die für einen Fisch bekommen, allein der Gedanke, was sie damit überhaupt kocht, ist die Frage. Also die muss halt innerhalb von ein paar Stunden dann sich die ganze Kreation ausdenken, je nachdem, was für ein Fisch die bekommen hat. Genau, weil es gibt ja 6, 7 Gänge Ja. und jedes Gericht muss ja irgendein Rezept haben. Und jeden Tag gibt es ja auch was anderes. Ne? Sanke, die fragt ChatGPT, ja, ich habe jetzt das, was mache ich jetzt? Niemals. Sie hat auf jeden Fall dieses tolle Meal für uns gekocht. We have like a
I think you like it. Are you going to get the green Michelin star? Green? Oh, I don't think so. I don't have a plan for that. You would deserve it. The plan is just to good balance, like you're happy, you earn money, you made a good guess. I think that's it. And you know, you have a vacation here too, like working and then living your life, you know, not like just service all the time. You live your life? Yeah. Share and sharing my good life with the guests. Thank you so much. Da wollen wir mal. Also, was war es jetzt für ein Fisch? Krabbe ist da drin. Kranker Scheiß. Umwickelt mit Tofu, mit Erdnüssen auch drin. Mhm. Und was ist das Süße, das da? Ich habe keine Ahnung. Einmal reindippen, Ja, ne? mach mal. Wenn du reinbeißt, kommt dieser Geschmack dir richtig bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Und umso mehr du dran kaust, merkst du den Tofu und den Krabbengeschmack. Krass, also der ist sehr dezent, ja? Genau, der geht aber von süß auf herzhaft und am Ende schmeckst du den Tofu und dann den Krabben raus. Das ist krass. Ja, du hast so verschiedene, Stadien in deinem Mund. ja, musst du Ja, testen. geil. Das ist also, man kann es einfach wieder nicht beschreiben, weil man es einfach nicht kennt. For the dessert, we got the sago. It's the name of the trees. Look like palm trees. We cut the tree, take the inside, turn into this little ball that we boiled in coconut sugar, and put coconut milk on top. Ja, also ich bin auf jeden Fall schon sehr voll, du wahrscheinlich auch, oder? Man muss halt sagen, das Ganze geht jetzt 1 Stunde und fast 40 Minuten, also gleich, wenn das alles fertig ist, fast 2 Stunden. Das ist total angenehm. Man sitzt hier gerne, es ist ruhig, es ist angenehm, die Musik ist sehr, sehr angenehm. Da ist er. Da ist es, hoppa. Oh, thank you. Yes, that's sago. So mix everything together. The texture is quite special. Das ist ein Baum, Ein Baum. ja. Das Innere von einem Baum. Und das wird in Kokoszucker gekocht und dann noch mit irgendwas übergossen, ja. Model, ein Baum. Ist warm. Kommt einfach hier hin, lasst euch von Shani und seiner Frau einfach überraschen. Ihr werdet es nicht bereuen.